was ihr hier seht. Okay. Das haben sie hier drauf. Well, it's got the X too. That's why I brought that up. It's got the X as well. It got the crossed swords, yes. Okay, now that is in Arabic. Das ist also jetzt Arabisch gewesen. Now we're going to go to Greek. Jetzt gehen wir mal zum Griechischen. The message of the identification of the man in Greek now. Also die Identifikation dieses Menschen im Griechischen. The Greek language came forth from the Hebrew language. Die griechische Sprache entstand aus dem Hebräischen. And remember, all Hebrew words are based upon a three-letter parent root. Und ja, ich habe euch ja schon erzählt, alle hebräischen Worte bestehen aus diesen dreifacher Stammwurzel. When we have that three-letter parent root, the outside letters are the body of the word and the inside letter is the heart of the word. Es gibt ja diese äußere Umhüllung sozusagen und dann das Herz des Wortes. So once again, Kern. the words are designed like people. Also die eigentliche Bedeutung von Menschen. And Greek came from that, and Greek used to be designed like Hebrew. Und das Griechische kommt eben aus dem Hebräischen und es ist auch so aufgebaut wie das With Hebräische. three-letter roots. Auch mit einem dreifachen Stamm. So it's no coincidence in the identification of the beast. It's three letters. Es ist also kein Zufall, dass es auch wieder aus diesem dreifachen Buchstaben zusammengefügt ist. The outside letters represent the body of the word. The inside letter represents the heart of the word. Also die beiden äußeren Buchstaben sind die Hülle sozusagen und das Innere ist der Kern. So there's one thing going on the outside and another thing going on the inside. Also eine Sache passiert im Äußeren und eine andere Sache im Inneren. Now the body of the word, of those three letters, form the first and last letters of the Greek word Christos. Also die beiden äußeren Buchstaben, die Hülle, bilden das Wort Christos. This is the first letter of Christos. This is the last letter of Christos. Chi und Ro. Chi und Ro. Pardon me? Chi und Ro. Yes. It's sigma. This is okay. Sigma. Okay. Das heißt, This is called sigma. Sigma und also die beiden ersten Buchstaben von Christus. Ja. Chi und Ro. Yes. Christus. Yes. This is a key. This is a C. That's a sigma. Also das ist ein C und das ist Chi. ein S. Key, C, sigma. G, C, Sigma. Sigma. Also Ja. Christus, C-H-R, ne? Christus. Now, in Greek, each individual letter also has a meaning, just like Hebrew. Also im Griechischen hat auch jeder Buchstabe einen Wert, eine Bedeutung. So on the outside, we have the first and last letters of the Christ. In other words, what you see on the outside. Also wir haben erstmal dieses äußere Erscheinungsbild, das wir uns anschauen. But at the heart of this revelation is the Greek letter of the serpent. This letter is the Greek letter representing the serpent. That's at the heart of it. Aber das Herz dieses Wortes bildet die Buchstaben für Schlange. Can anybody guess? Das Symbol für Schlange. Can anybody guess why the Greeks would call that the letter of the serpent? Kann mir jemand sagen, warum das genannt wird wie eine Schlange? Because it looks like a serpent. Weil es wie eine Schlange aussieht. But notice it's standing up, not laying down. Aber beachtet, das steht aufrecht, es liegt nicht am Boden. Because it's the number of a man. Das ist die Zahl eines Menschen. So the Greek word Christos is the translation of the Hebrew word Messiah. Und das griechische Wort Christus ist das Bedeutung für das hebräische Wort Messias. In Hebrew, it's Mashiach. In Hebräisch heißt es Mashiach, In Greek, it's Christos. im Griechischen Christos. So, yeah, he's got it up there. Yes. So in the heart of this word is a serpent. Also im Herz dieses Wortes steht aber eine Schlange. Let me put it to you this way. In the midst of the body of Messiah is a serpent. Oder anders ausgedrückt, in der Mitte des Körpers vom Messias befindet sich eine Schlange. Now we're going to see this constant teaching in the field, in the tares, and among the wheat. Also dieses gleiche Prinzip oder Bild sehen wir auch im Gleichnis von dem Unkraut unter dem Weizen. So in Arabic, it's in the name of Allah. Im Arabischen ist es im Namen Allah. In Greek, there's one thing going on the outside, but there's another thing going on in the inside. Im Griechischen gibt es eine Seite, die außen die Hülle bildet und eine andere, die den Kern bildet.
Let me give you one major religion that confesses that Jesus is the Christ. Lasst mich mal euch eine Religion sagen, die bekennt, dass Jeschua der Christus ist. But in the heart of it Messias. is a serpent. Aber im Herzen ist diese Schlange, Islam. Islam. Muslims all confess that Jesus is the Christ. Alle Moslems sagen, Jeschua ist Christus. That's what they're saying on the outside, Das sagen sie im Äußeren, but what's going on the inside? aber was geschieht im Inneren? Now, you're going to see this pattern constant and consistent all throughout Scripture. Und das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Now, a little bit later, we're going to do these three letters in Hebrew. Also nachher schauen wir uns mal diese 3 Buchstaben im Hebräischen an. But let me give you an example, once again, of these three letters in the things that Yeshua says. Also lasst mich mal euch ein Beispiel geben von diesem 3 Buchstabenprinzip, was Jeschua sagte. In Matthew 24, verses 4 and 5, Steht in Matthäus 24, 4 und 5. Yeshua is on the mount. He's speaking to his disciples. Do you remember? Also diese Bergpredigt ist auf dem Berg und redet zu seinen Jüngern. When he's on the Mount of Olives, his disciples turn to him and say, "Show us what is the sign of your coming and at the end of the days." Erinnert euch, als die Jünger mit Jeschua auf dem Ölberg waren, haben sie ihn gefragt, was ist denn das Zeichen der Endzeit, wann wirst du wiederkommen? And Yeshua turns to his disciples and he says, "Take heed that no man deceive you." Also er hat sich dann zu seinen Jüngern gewandt, hat dann gesagt, seht zu, dass euch niemand oder nicht jemand verführe. For many shall come in my name, saying, "I am Messiah," and shall deceive many. Denn es werden viele kommen in meinem Namen und sagen, ich bin der Messias, der Christus, und werden viele verführen. Now, in traditional religious systems, In traditionellen religiösen Systemen this is taught that Yeshua was warning his disciples of false messiahs in the latter days. wird dann gesagt, das ist eben die Warnung von Jesus, dass in der Endzeit viele falsche Messias oder Christus kommen werden. That's the way it's taught in our seminaries and in our Bible schools. Das wird auf unseren Seminaren, Konferenzen und Bibelschulen ja gelehrt. But that's not what Yeshua is saying. Aber das hat Jeschua nicht gesagt. Here's the false messiahs in verse 24:24. Im Vers 24 steht es nämlich folgendermaßen: For there shall arise false messiahs and false prophets. Denn es werden falsche Messiasse und falsche Propheten auftreten. In Greek and in English, when they want to talk about false prophets, they call them false prophets. Also im Hebräischen, wenn falsche Christus auftreten, werden sie nicht falsche Christus genannt oder Messias, sondern falsche Propheten. So in verse 24 is the false messiahs and the false prophets. Also im Vers 24 geht es um die falschen Christus und die falschen Propheten. Now let's go back to those two verses again, 4 and 5. Also gehen wir zurück zu Vers 4 und 5. I'm going to say the exact same thing. I'm just going to pause in a different place. I'm going to say the exact same thing. I'm just going to pause in a different place. Ich sage also das gleiche nochmal, nur ich mache es mit einer anderen Betonung. And see if you can tell the difference. Und dann werde ich mal gucken, ob ihr den Unterschied Remember erkennen the könnt. 3 Greek letters. Erinnert euch an die 3 griechischen Buchstaben. They're saying one thing with their mouths, Es gibt ja eine Sache, die man ausspricht mit seinem Mund, but there's something different in their hearts. aber es ist etwas anderes im Herzen. Now we go back to this. Yeshua is speaking to his disciples, Jetzt gehen wir wieder zurück zu dem, was Jeschua zu seinen Jüngern gesagt hat. and he warns them, "Take heed that no man deceive you. Also achtet darauf, dass euch niemand verführt. For many shall come in my name, saying that I am the Messiah." Viele werden kommen und sagen, ich bin der Messias. But they're deceiving many. Aber sie werden viele verführen. See, they're claiming that these people will say that he's the Messiah, but they're deceiving you. Also sie werden kommen und sagen, ich bin der Messias, aber sie verführen damit viele. Can you see the difference? Könnt ihr den Unterschied erkennen? Okay, I'll try this again because this is important. Also ich versuche es nochmal, es ist wichtig. He's not saying that they're claiming to be the Messiah. He's saying that they're saying that he's the Messiah, but they're deceiving you. Also ich sage nicht, It's called, sie sagen nicht, dass sie der Messias sind, sondern dass sie kommen und sagen. Sie sagen nicht, dass sie selbst der Messias sind. Ja, genau. Sie sagen nicht, dass sie selbst der Messias sind, sondern sagen andere, die kommen.
Let me give you another warning that Yeshua gave. Oh,